Du gehst auf eine Kreuzfahrt und suchst nach den passenden Ausflügen an den verschiedenen Destinationen deiner Reise. Was ist hierfür die beste Wahl? Ein Ausflug über die Reederei, über einen Drittanbieter oder ganz auf eigene Faust? Die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen und weitere Informationen zum Thema Ausflüge auf Kreuzfahrten erfährst du hier in diesem Video. Schauen wir als erstes mal auf die naheliegendste Option, die Buchung eines Ausfluges über die Reederei. Die Online-Portale der verschiedenen Reedereien bieten nach der Buchung der Kreuzfahrt für jeden Hafen, den man auf seiner Reise anfährt, eine ganze Reihe von Ausflügen an. Dies geht von zum Beispiel Stadtführungen zu Fuß über Busausflüge zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt oder der Region bis hin zu Aktivausflügen wie zum Beispiel Wandern, Tauchen, Radtouren und viele mehr. Wenn man sich im Vorfeld der Reise nicht entscheiden kann oder möchte, kann man sich auch an Bord der Schiffe an den jeweiligen Ausflugschaltern oder zum Beispiel bei Ausflugspräsentationen inspirieren und beraten lassen und natürlich auch buchen. Der Vorteil der Buchung eines Ausfluges über die Reederei ist, dass man das rundum sorglos Paket bekommt. Der Ausflug beginnt quasi direkt vor dem Schiff, wo man von der Crew der Reederei direkt in die Hände der lokalen Reiseführer übergeben wird oder im richtigen Ausflugsbus platziert wird. Die deutschen Kreuzfahrtreedereien bemühen sich zudem, auf den Ausflügen im Ausland deutschsprachige Reiseleiter zu bekommen. Alternativ werden die Ausflüge auch oft von deutschen Crewmitgliedern begleitet, falls es vor Ort keine bzw. nicht ausreichend deutschsprachige Reiseleiter gibt, sodass bei der Übersetzung geholfen werden kann, falls man selbst kein oder zum Beispiel nur wenig Englisch spricht bzw. versteht. Vorteil Nummer 2 ist, dass die Reederei bei der Auswahl der lokalen Touristikanbieter sehr auf die Zuverlässigkeit achtet. Die Ausflüge starten pünktlich und man ist auch rechtzeitig wieder zurück am Schiff. Sollte es dennoch mal zu unerwarteten Verzögerungen oder Unwägbarkeiten kommen, steht der Reiseleiter im engen Kontakt mit dem Schiff. Sollte es mit der Rückkehr zum Schiff also wegen unvorhersehbarer Ereignisse vielleicht knapp werden können, wartet das Schiff in der Regel auch nach der angegebenen Abfahrtzeit bis zur Rückkehr der verspäteten Ausflügler. Sollte das Schiff in einem absoluten Ausnahmefall tatsächlich nicht warten können, kümmert sich die Reederei selbst um den Transport der Gäste zum nächsten Kreuzfahrthafen. Die Auswahl von Reedereiausflügen ist abwechslungsreich und auf unterschiedliche Aktivitätslevel und Vorlieben ausgerichtet. Aber Achtung, wenn man sich vielleicht erst kurzfristig, gegebenenfalls sogar erst an Bord entscheidet, kann es durchaus passieren, dass nicht mehr alle ursprünglich angebotenen Ausflüge buchbar sind. Gerade die bei vielen Passagieren sehr beliebten Aktivitäten können dann bereits ausgebucht sein. Man sollte bei der Buchung eines Reedereiausfluges jedoch auch einige weitere Punkte vor Augen haben. Zum einen sind die Ausflüge über die Reederei oft hochpreisiger als bei dritten Anbietern und mit wenigen Ausnahmen sind die Gruppengrößen der einzelnen Ausflugstouren auch recht hoch. Zudem ist man an das straff organisierte Ausflugsprogramm gebunden und kann sich an den verschiedenen Ausflugspunkten zeitlich und räumlich nicht so ganz individuell bewegen. Für viele Passagiere überwiegen jedoch die Vorteile, sodass die Ausflugsbuchungen über die Reederei sehr beliebt sind. Wer es lieber ganz individuell mag, organisiert seinen Tagesaufenthalt an den verschiedenen Kreuzfahrtdestinationen auf eigene Faust. Der große Vorteil ist, dass man seinen Tag ganz und gar nach den persönlichen Vorlieben, Wünschen und Bedürfnissen gestalten kann. Man ist an keine feste Startzeit für das Tagesprogramm gebunden, kann den Tag in seinem eigenen Rhythmus planen und ganz individuell Erlebnisse organisieren, die vielleicht nicht in den Ausflugsprogrammen der Reedereien zu finden sind. Zu Fuß mit dem Reiseführer in der Hand durch die Stadt, mit dem lokalen Nahverkehr zu den Sehenswürdigkeiten der Region oder mit einem zuvor organisierten lokalen Guide die Highlights der Gegend erkunden. Es gibt unzählige Optionen, die verschiedenen Ziele der Kreuzfahrt auf eigene Faust kennenzulernen. Oft bieten die lokalen Taxifahrer, die in der Regel entweder direkt vor dem Schiff oder vor den Kreuzfahrtterminals stehen, verschiedene Rundtouren an und passen diese auch gerne an die persönlichen Wünsche ihrer Fahrgäste an. Man kann sich bei dem individuellen Langgang mehr Zeit lassen, länger dort verweilen, wo es einem besonders gut gefällt.
Neben der großen Individualität dieser Ausflugsform ist ein weiterer Vorteil, dass der Landgang meist deutlich günstiger gestaltet werden kann als bei einem Ausflug, den man über die Reederei gebucht hat. Die Fahrt mit lokalen Nahverkehrsbussen oder Bahnen zu den Ausflugszielen, der kleine Taschenreiseführer beim Stadtspaziergang und selbst die Fahrt mit dem Taxi sind also eine deutlich günstigere Alternative als ein Ausflug der Reederei. Da lohnt sich oft auch der Preisvergleich. Wenn man zum Beispiel über die Reederei einen Hop-on, Hop-off-Bus als Ausflug angeboten bekommt, lohnt sich auch mal der Blick auf die Internetseite der lokalen Anbieter. Hier sind die Preise in jedem Fall günstiger als über die Reederei. Wer individuelle Landgänge bevorzugt, muss jedoch im Vorfeld etwas mehr Zeit und Aufwand in die eigene Recherche, Planung und Organisation stecken. Was kann man vor Ort eigentlich erleben? Welche Sehenswürdigkeiten möchte man besuchen? Wie kommt man dorthin? Wie weit ist es zum Beispiel vom Kreuzfahrtterminal bis zur nächsten öffentlichen Bushaltestelle? Kann ich mich vor Ort gut verständigen? Brauche ich vorab vielleicht eine Reservierung oder muss mir online Eintrittskarten zu bestimmten Sehenswürdigkeiten besorgen? Es gibt also einiges zu berücksichtigen. Wir selbst haben schon vergebens vor dem Eingang des Parc Güell in Barcelona gestanden und sind nicht hineingekommen, weil wir uns im Vorfeld keine Eintrittskarten besorgt hatten und das Tageskontingent an Parkbesuchern bereits ausgeschöpft war, als wir am Vormittag an dem Eingang standen. Einen weiteren sehr wichtigen Punkt muss man ebenfalls beachten und das ist die Abfahrtzeit des Schiffes. Plane also ausreichend Zeit für die Rückkehr zum Kreuzfahrthafen ein. Gerade wenn der individuelle Landausflug etwas weiter weg geht. Einige Kreuzfahrtpassagiere nutzen zum Beispiel bei einem Stopp im Kreuzfahrthafen Civitavecchia die öffentliche Bahnverbindung für einen Tagesausflug nach Rom. Das ist eine circa einstündige Bahnfahrt. Plane hier also unbedingt mit ein, dass für die Rückfahrt gegebenenfalls mal eine Bahn ausfällt oder man den Zug zur geplanten Rückfahrtzeit verpasst. Denn was man unbedingt wissen muss, das Schiff wartet in der Regel nicht auf Individualausflügler. Ist man nicht rechtzeitig zurück auf dem Schiff, legt dieses unter Umständen ab, ohne dass man selbst an Bord ist. Notiere dir aber in jedem Fall die Telefonnummer des Schiffes. Solltest du dich zum Beispiel nur um ein paar Minuten verspäten und kannst mit jemandem an Bord telefonieren, kann es sein, dass das Schiff noch einen Moment wartet, bis die Gangway eingezogen und die Schiffstaue gelöst werden. Eine Garantie hierfür gibt es jedoch nicht. Verpasst du das Schiff, bist du auf dich alleine gestellt und musst selbst organisieren, wie du zum nächsten Kreuzfahrthafen kommst. Mit etwas Vorabplanung und genügend Zeitreserve für die Rückkehr zum Schiff bietet diese Ausflugsform aber viele individuelle Möglichkeiten, reichlich Frei- und Gestaltungsspielraum und schont zudem das Urlaubsbudget. Eine Mischung aus den beiden Ausflugsvarianten ist die Buchung eines Tagesausfluges über einen Drittanbieter. Hier hat man viele und oft auch preiswerte Möglichkeiten, seinen Landgang individuell zu gestalten, nutzt aber die Vorteile organisierter Ausflugsprogramme. Hier bieten verschiedene Online-Plattformen ein vielfältiges Ausflugsprogramm für die unterschiedlichen Reisedestinationen an. Die Online-Anbieter vermitteln organisierte Ausflüge, aber auch Eintrittskarten und Führungen für nahezu jede Kreuzfahrtdestination. Ich persönlich habe bereits mehrfach sehr gute Erfahrungen mit einem auf Kreuzfahrtpassagiere spezialisierten Ausflugsanbieter gemacht, und zwar mit Meine Landausflüge. Meine Landausflüge bietet weltweit tolle Kreuzfahrtausflüge in den beliebtesten Häfen an. Das Ganze häufig in deutlich kleineren Gruppengrößen und zu günstigeren Preisen als bei den Reedereien. Alle Angebote sind sehr sorgfältig ausgewählt und versprechen ein unvergessliches Urlaubserlebnis an Land, egal mit welcher Reederei man unterwegs ist. Die exklusiven Vorteile bei einer Buchung über Meine Landausflüge sind zum Beispiel kleinere Gruppengrößen, eine pünktlich zurück zum Schiff Garantie, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die bequeme Abholung direkt am Hafen, eine Geld-Zurück-Garantie zum Beispiel bei Routenänderungen oder Hafenausfällen, die kostenlose Stornierung bis zu 15 Tage vor dem Ausflug und mit der Flex-Option sogar bis 60 Minuten vor Ausflugsbeginn und einer zusätzlichen Ergo-Versicherung bei Verspätungen. Von mir gibt es eine absolute Empfehlung für www.meinelandausflüge.de. Mehr Informationen und den Link zu Meine Landausflüge findest du unten in der Videobeschreibung. Darüber hinaus bieten verschiedene lokale Ausflugsanbieter oft auch direkt am oder vor dem Kreuzfahrtterminal geführte Ausflüge an. Auch in den Touristeninformationen vor Ort erhält man Empfehlungen und Buchungsmöglichkeiten für Ausflugsprogramme der lokalen Anbieter.
Mit Ausnahme von meine Landausflüge, die eine pünktlich zurück zum Schiff-Garantie aussprechen und einen zusätzlichen Versicherungsschutz gewähren, gilt für alle anderen Anbieter jedoch auch, dass man selbst dafür verantwortlich ist, rechtzeitig vor dem Ablegen des Schiffes wieder an Bord zu sein. Die Reservierung eines Ausfluges über einen Drittanbieter kombiniert also die Vielfalt und individuelle Planbarkeit eines Landgangs mit dem Komfort organisierter Ausflüge. Aus meiner Sicht lohnt sich also auf jeden Fall der Blick auf die Webseiten der verschiedenen globalen und lokalen Anbieter und der Vergleich mit den Angeboten der Reederei. Auf unseren Reisen war es bisher immer eine Kombination aus Reedereiausflügen, individuellen Landgängen und den Angeboten von Drittanbietern. Mit etwas vorausschauender Planung wird deine Kreuzfahrt ganz sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und wenn du das erste Mal auf eine Kreuzfahrt gehst, schau gerne dieses Video hier an mit meinen 10 ultimativen Tipps für Erstkreuzfahrer. Wenn du keine Videos vom OLX Channel mehr verpassen möchtest, abonniere gerne kostenfrei den Kanal und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch hinterlässt. Das unterstützt diesen kleinen Kanal sehr. Bleibt mir vielen Dank zu sagen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Guido vom OLX Channel.